Herzlich willkommen zu unserem neu eingerichteten Videokanal der AFEGA Research Group. Ich bin Peter Nienke, 70 Jahre alt, promovierter Psychologe und ich arbeite als Coach. Wir, die AFEGA Research Group, sind eine Gruppe von Wissenschaftlern aus Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz, unter anderem Biologen, Psychologen, aber auch eine Kosmetikerin, die angeregt durch die bahnbrechenden Forschungen von Professor David Sinclair, eigene Studien zum Thema Anti-Aging und vor allem den von David entdeckten wirksamen Anti-Aging-Substanzen durchführen. Professor Sinclair gewinnt seine Resultate auf der Grundlage von Experimenten mit Tieren, insbesondere Mäusen. Wir testen die verschiedenen Substanzen, insbesondere NMN, also Nicotinamid Mononukleotid, an uns selbst, unseren Verwandten und unseren Freunden. Es handelt sich um reguläre wissenschaftliche Studien, also Studien, die sich an wissenschaftlichen Standards orientieren, aber diese werden sozusagen im privaten Rahmen durchgeführt. Es gibt ein Problem mit NMN. Die Produktion von NMN ist derzeit noch sehr teuer. Wir suchten also für unsere Studien, übrigens wie viele andere auch, nach preiswerten Angeboten im Internet. Dabei stießen wir auf einen unglaublichen Skandal. Die betrügerischen Machenschaften einiger auf der chinesischen Internetplattform Alibaba, also dem chinesischen Gegenstück zu Amazon, auf dieser Internetplattform gelisteten Firmen, die billiges Nicotinamid als teures Nicotinamid Mononukleotid anbieten und diesem billigen Nicotinamid einen Fantasienamen geben, um das zu verschleiern. Nämlich, sie nennen es Food Grade NMN, also NMN in Lebensmittelqualität, und grenzen das ab von sogenanntem Pharma Grade NMN, also NMN in Arzneimittelqualität. Und dieses NMN, das ist ungefähr bis zu 4-5 Mal so teuer. Es lohnt sich wirklich, dieser Betrug lohnt sich wirklich, denn Nicotinamid kostet zwischen einem Zwanzigstel und maximal einem Zehntel von dem, was Nicotinamid Mononukleotid kostet. Diesen Skandal haben wir dokumentiert und diese Dokumentation in einem eigens eingerichteten YouTube-Kanal publiziert. Wir wollten warnen. Wir wollten dabei helfen, dass nicht auch andere Opfer dieser für uns unglaublich teuren Betrügereien warten. Aber YouTube hat unseren Kanal gesperrt. Eine Begründung wurde uns nicht mitgeteilt, wie Sie in der eingeblendeten E-Mail sehen können. Im Gegenteil, die Bekanntgabe der Sperrung empfanden wir als geradezu rüde, so als seien wir, die Opfer, die eigentlichen Betrüger. Wir haben uns nolens volens dann entschlossen, unseren eigenen Videokanal zu gründen, um weiterhin eine wachsende Zahl von Menschen, die NMN an sich ausprobieren wollen, vor solchen Betrügereien warnen zu können und diese Betrügereien zu dokumentieren. Schauen Sie sich diese Videos einfach an und entscheiden Sie selbst, ob die Sperrung unserer Dokumentationen durch YouTube gerechtfertigt war. Wie Sie in diesen Videos erfahren werden, trumpfen eine Reihe dieser Firmen mit aussagekräftigen Zertifikaten auf. Also Zertifikate von sehr vertrauenswürdigen Institutionen, wie zum Beispiel die US Food and Drug Administration, FDA, deren Aufgabe es zum Beispiel ist, US-Bürger vor gefährlichen Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten zu schützen. Im Vertrauen auf die Aussagekraft solcher Zertifikate haben wir für unsere Studien bei diesen Produzenten NMN bestellt. Wir wollten natürlich, als wir die NMN bekommen haben, die Qualität prüfen und mussten dann erleben, dass es in Europa praktisch kein Labor gibt, das in der Lage ist, NMN zuverlässig zu analysieren.
Wir haben zahlreiche Labore in Deutschland und in der Schweiz angefragt und kein einziges Labor sah sich in der Lage, NMN zu analysieren. Es gäbe dafür noch kein standardisiertes Verfahren. Die Betrüger können sich also ziemlich sicher fühlen, weil die Kunden die Qualität der gelieferten Substanz nicht ohne weiteres prüfen lassen können. Und das nutzen sie weidlich aus. Für uns verwandelte sich ein eigentlich unglücklicher Zufall in einen Glücksfall. 10 Kilo NMN aus China wurden vom Zoll wegen des Verdachts, es könnte sich um eine verbotene Substanz handeln, zurückbehalten und der Inhalt der Lieferung wurde einer Analyse unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um billiges Nicotinamid handelt. Parallel zu der Lieferung, zu der Bestellung, hatten wir bereits für die 2 vorausgegangenen Bestellungen eine Analyse in Auftrag gegeben. Wir hatten nämlich endlich in den USA ein Labor gefunden, das auf die Analyse von NMN spezialisiert ist. Und dieses Labor bestätigte die Analyse des Zolls. Natürlich nicht für die Substanz, die der Zoll untersucht hat, sondern es wurde die Analyse bestätigt für die beiden Substanzen aus den 2 vorhergehenden Lieferungen dieser Firma. Wir hatten also dieser Firma vertraut, hatten 10 Kilo bestellt, ohne sicher zu wissen, ob es sich um NMN handelt. Wir suchten zwar nach einer Möglichkeit, das NMN analysieren zu lassen, also die Substanz analysieren zu lassen, und wir fanden sie schließlich auch. Aber wir hielten das für eine Routinesache und bestellten trotzdem schon einmal 10 Kilo neues NMN. Durch diese Analysen wurde der Betrug objektiv bewiesen. Es wundert niemanden, dass unser Lieferant diesen Betrug heftig bestritt und dabei so weit ging, die Expertise des staatlichen Labors und dieses international renommierten Labors in den USA in Frage zu stellen. Sie kamen dabei mit abenteuerlichen Ausreden. Dieser Fall ist für jeden, der daran denkt, sich in China mit preiswertem NMN einzudecken, so bedeutsam, dass wir uns entschieden haben, ihn in jeder Einzelheit zu dokumentieren. Dieses Video gibt nur eine Übersicht und fasst die Ergebnisse zusammen. Wenn Sie sich für die unglaublichen Einzelheiten dieser Betrügerei interessieren, dann folgen Sie dem Link in der Beschreibung dieses Videos und der ist auch noch unten eingeblendet. Dort auf diesen Seiten wird der Ablauf dieser Betrügereien ausführlich und detailliert dokumentiert. In diesem Video soll es ja eigentlich um Alibaba gehen. Wir fühlten uns nämlich einigermaßen abgesichert, als wir eine so große Menge NMN in China bestellten. Wir waren also nicht so leichtsinnig. Wir fühlten uns abgesichert, da wir den Kauf über die Plattform Alibaba abwickelten und Alibaba uns eine sogenannte Trade Assurance, also eine Handelsversicherung anbietet, jedem anbietet. Wir glaubten uns also für den Fall eines Betrugs zumindest ein großes Stück weit abgesichert. Das war ein teurer Irrtum. Wir mussten erleben, dass Alibaba seine schützende Hand über seine chinesischen Unternehmer hält und dies auf Kosten seiner westlichen Abnehmer. Unseres Erachtens darf man es tatsächlich so scharf formulieren. Alibaba macht sich dabei zum Komplizen von Betrügern. Uns war ja ein unglücklich glücklicher Zufall zur Hilfe gekommen.
Eine große Sendung aus China wurde, bevor wir sie in die Hände bekamen, von einer staatlichen Behörde analysiert. Hätten wir die Substanz nach Empfang selbst in einem Labor analysieren lassen, dann hätte unser Lieferant argumentieren können und nach unserer Erfahrung, nach unseren jetzigen Erfahrungen wissen wir, sie hätten auch so argumentiert, dass sie ja gar nicht kontrollieren können, ob die Probe, die wir diesem Labor zur Analyse übergeben haben, wirklich auch eine Probe aus der gelieferten Sendung ist. Lesen Sie sich die Dokumentation aufmerksam durch und auch Sie werden zu der Überzeugung gelangen, dass genau dies passiert wäre. Aber diese Ausrede war Ihnen verwehrt. Selbstverständlich sind wir uns bewusst, dass nicht jedes Mal ein Betrug vorliegt, wenn ein Kunde nicht die bestellte Ware erhält. Es gibt Irrtümer. Und auch unser Lieferant versuchte selbstverständlich, sich auf einen Irrtum zurückzuziehen. Er musste dann aber erklären, wie es denn möglich sein soll, dass er 3-mal hintereinander bei 3 aufeinander folgenden Lieferungen im Abstand von Wochen, zunächst 1 Kilo, dann 2 Kilo, dann 10 Kilo, wie es immer wieder zu demselben Fehler gekommen sein soll. Denn nach langem Suchen hatten wir ja dieses Labor in den USA gefunden und hatten eben kontrollieren können, dass auch die vorherigen Lieferungen bereits nur Nicotinamid waren und nicht NMN. Übrigens eine kleine Anmerkung. Jede Analyse einer Probe kostet $290. Was noch viel bedeutsamer ist, bevor wir ein Labor fanden, das NMN analysieren kann, fanden wir ein Labor, das zwar nicht NMN analysieren kann, das sich aber in der Lage sah festzustellen, ob es sich bei der Substanz, bei der Probe, die ihm vorliegt, um Nicotinamid handelt. Wir hatten nämlich einen Verdacht. Es gab Indizien, die darauf deuteten, dass es sich bei der gelieferten Substanz um Nicotinamid handeln könnte. Wir konfrontierten den Lieferanten auch mit diesen Indizien. Und es ist ein Lehrstück des Betrugs, der Betrugskunst, mit welch abenteuerlichen Ausreden Dorothy, die Online-Verkäuferin unseres Lieferanten, uns zu beruhigen versuchte. Schließlich meinte sie, es könne auch schon deshalb gar kein Nicotinamid sein, weil Nicotinamid in ihrer Firma doch gar nicht produziert werde. Wir stellten also im Vertrauen auf die Trade Assurance von Alibaba einen Antrag auf Schadenersatz. Alibaba nennt das Refund Application. Wir erwarteten, dass unser Lieferant sich gegen unsere Vorwürfe wehren würde. Das muss man bei Alibaba. Also man schreibt eine Refund Application, schreibt seine Vorwürfe, die Daten, lädt Dokumente hoch und dann kann der Lieferant dazu Stellung nehmen. Kann sich wehren. Das tat unser Lieferant aber gar nicht. Er wehrte sich nicht. Wir haben dann sehr bald gemerkt, das hatte er auch gar nicht nötig. Das Einzige, was unser Lieferant tat, er sandte Alibaba einen Auszug aus unseren WhatsApp-Dialogen. An einer Stelle hatte uns die Verkäuferin vorgeschlagen, dass sie das NMN, das sie uns liefern will, nicht korrekt deklarieren würde, um Schwierigkeiten beim Zoll zu umgehen. Heute wissen wir, das war eine raffinierte Falle, in die wir da getappt sind. Wir haben dem nämlich zugestimmt. Warum haben wir das getan? Warum haben wir einer Fehldeklaration zugestimmt? Nun, wir wussten von Kollegen,
dass es beim Import von NMN immer wieder Schwierigkeiten mit dem Zoll gibt, weil diese Substanz in Europa praktisch unbekannt ist. Und NMN ist derzeit in Europa auch noch nicht als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. Es kommt daher öfter vor, dass der Zoll Sendungen mit NMN, die also als NMN deklariert sind, nicht an den Empfänger herausgibt und zurückgehen lässt, zurückschickt. Eigentlich dürfte er das nicht, denn NMN ist keine verbotene Substanz. Aber es passiert immer wieder. Es ist uns sogar selbst passiert, als wir eine Probe dieses vermeintlichen NMN an einen Kollegen schicken wollten. Also 100 Gramm NMN wollten wir einem Kollegen schicken, der an unserer Studie teilnimmt. Es kam nach Wochen zurück. Der Zoll hatte es einfach an uns zurückgeschickt. Der Import sei nicht erlaubt und verstoße gegen irgendwelche Richtlinien. Aus diesem Grunde stimmten wir dieser Fehldeklaration zu. Und das verwendete Alibaba nun gegen uns. Sie ignorierten vollständig den Betrug, den objektiv bewiesenen Betrug, aber sie verweigerten trotzdem die Regulierung mit dem Hinweis, wir seien ja selbst schuld an unserem Problem. Denn die Sendung sei nur deshalb einbehalten worden, weil sie mit unserem Wissen und unserem Einverständnis nicht korrekt deklariert worden sei. Abgesehen davon, dass, falls das richtig wäre, ja auch der Lieferant eigentlich eine Mitschuld trägt, weil er hat die Fehldeklaration vorgenommen und ist deshalb mindestens zur Hälfte dafür verantwortlich. Aber abgesehen davon waren wir fassungslos angesichts dieser völlig unsinnigen Argumentation. Denn der Zoll wusste doch vorher gar nicht, was bei der Analyse herauskommen würde. Es war einfach eine Zufallsstichprobe, die er zog, und zugrunde lag der Verdacht, es könne sich um Drogen oder eine sonst wie verbotene Substanz handeln. Das war der Grund. Und nicht die Fehldeklaration. Diesen Betrug bezeichnet noch heute Alibaba übrigens verharmlosend als das Qualitätsproblem, also the quality issue. Niemals nimmt Alibaba das Wort Betrug in den Mund. Alibaba verlangt von uns, dass wir uns wegen dieses Quality Issues gefälligst mit den Betrügern einigen sollten. Offenbar üben sie schon einen gewissen Druck auf diese Betrüger aus, denn die Betrüger waren schließlich nach Drängen von Alibaba doch bereit, diese 10 Kilo zurückzunehmen, aber nur unter der Bedingung, dass sie das Paket mit diesen 10 Kilo auch zurückerhalten würden. Das bedeutet, dass der Zoll es auf jeden Fall mal nicht einbehält oder gar vernichtet. Das heißt also, die Betrüger verlangen, dass wir das Risiko dafür, was der Zoll dort tut, dass wir dieses Risiko tragen, obwohl sie gar nicht das geliefert haben, was bestellt war. Wir sind nämlich der Meinung, dass ganz unabhängig von dem Problem mit dem Zoll ein Betrug vorliegt. Und dieser Betrug ist objektiv bewiesen. Denn unser Lieferant hat nicht das bestellte und versprochene Produkt geliefert, sondern ein billiges Ersatzprodukt. Und wir haben daher das Recht, den Vertrag zu annullieren und unser Geld zurückzufordern. In den Dialogen werden Sie lesen, dass Alibaba aber sehr, sehr viel Verständnis für die armen Betrüger hat, die doch verständlicherweise erst das Paket zurückhaben wollen, bevor sie uns das Geld zurückerstatten. Nur nebenbei. 10 Kilogramm Nicotinamid kosten irgendwie zwischen 180 und $200. Bei diesem Paket, bei diesen 10 Kilogramm, geht es aber um ungefähr $10.000. Es ist also so oder so lächerlich.
Alibaba ignoriert bis heute das Vorliegen dieses Betrugs vollständig. Wie gesagt, sie halten die schützende Hand über ihre chinesischen Unternehmer. Und das wirklich Skandalöse daran ist, dass Alibaba durch unsere Beweise objektiv weiß, dass mindestens diese Firma betrügt. Wir haben es mittlerweile von 4 weiteren Firmen nachgewiesen, dass sie betrügen. Dass Alibaba aber nichts, aber auch gar nichts unternimmt, um andere Kunden vor diesen Betrügereien zu schützen. Die Firma ist weiter bei Alibaba gelistet und sie bietet dieses Fake NMN, das sie Food Grade NMN nennen, weiterhin bei Alibaba an. Bei Amazon wäre eine solche Firma schon längst gesperrt. Nicht so bei Alibaba. Es ist daher wahrlich gerechtfertigt zu sagen, dass Alibaba sich durch sein Verhalten zum Komplizen von Betrügern macht.